Heute für euch im Test das Cabrinha X-Series Foil MK2 in 1240 und 1650. Im Set wird der Monocoque Frontflügel, der auch die Fuselage zum Teil integriert hat, geliefert mit einem Aluminiummast in einer Länge von 81 cm. Wir haben aber gleichzeitig auch den Carbonmast von der H-Series vergleichsweise mitgetestet. Der hintere Teil der Fuselage ist aus Aluminium und so wie wir von Brody im Interview gelernt haben, vom Designer, ist das Ganze hier noch steifer und fast genauso vom Gewicht ausgelegt, wie als wenn man das Teil in Carbon fertigen würde. Der Rearwing ist selbstverständlich ebenfalls aus Carbon. Schauen wir hier auf den Frontflügel, so bewegen wir uns eher in dem Mitaspekt-Ratio vergleichsweise zu den Mitbewerbern. Das Ganze ist ein recht unspektakulärer, sehr gleichmäßig, nur leicht geschwungener Frontflügel ohne Winglets oder dergleichen. Wir haben eine mittlere Anströmkante und bei 1250 mit 19 mm auch eine mittlere Profildicke im Vergleich von der Größe dieser Flügel im Verhältnis zu den, klar, immer wieder anderen Mitbewerbern. Die Mastbase ist an den Schraubenaufnahmen geschlitzt, sodass hier eine sehr leicht einfache Montage vonstatten geht. Ein cooles Feature für die schnelle Montage sind die zusammenhängenden Nutensteine. Die werden einmal eingeführt, werden dann mit der Madenschraube fixiert und dann sitzt das Foil immer an der richtigen Stelle. Die Montage des gesamten Flügels erfolgt über M6-Schrauben durchgehend. Die gesamte Verarbeitung ist durchweg sehr sauber und absolut schnörkellos. In der Klasse der Mitaspekt-Ratio-Foils, also mit Flügeln, die ein Aspektratio von etwas über 6 haben, gehört die X-Series MK2 definitiv zum Besten, was das Aufstiegsvermögen der Flügel hier insgesamt zu bieten hat. Dabei geht es einerseits natürlich um das möglichst frühe Aufsteigen und auch die Gleichmäßigkeit und das sanfte Aufsteigen eines Flügels. Das ist hier wirklich außerordentlich gut gelungen. Im Unterschied ist 1240 hier wirklich herausragend und wenn man jetzt dann bei einem sehr guten Flügel, beim 1650er, noch einen Abstrich machen könnte. Erst einen kleinen Tick braucht er mehr Aktivität, klar, auch natürlich bei wenig Wind, als vergleichsweise der 1240er. Je nach unterschiedlichen Bedingungen haben wir die Flügel hier mit 70 bis 80 Liter getestet. Die Fahrergewichte lagen ebenfalls halt bei 80 bis knapp 90 Kilo. Und die Wings haben wirklich variiert zwischen 3 bis 7 Quadratmeter. In allen Bereichen stellen wir eine wirklich gleichmäßige und zügige Beschleunigung fest. Und zum Schluss wird hier immer eine gute Endgeschwindigkeit erreicht. Wer das hier schneller möchte, der muss sich natürlich halt mit der hauseigenen H-Series anfreunden. Alle diese Komponenten sind komplett miteinander kompatibel. Und kommen wir gleich zu der Achsenstabilität. In der Pitch-Achse, da gibt es eine minimale Differenz zwischen 1650 und 1240. 1240 ist wirklich unglaublich stabil in allen Achsen mit einem wirklich ganz hervorragenden Feedback. Besser haben wir es vergleichsweise auch noch nicht kennengelernt. 1650 hingegen hat eine benötigt minimal mehr Aufmerksamkeit auf der Pitch-Achse, was immer noch in einem sehr guten Bereich, dementsprechend sich auch im Vergleich befindet, aber diese absolut 100%ige Verlässlichkeit und Sicherheit hat nur der 1240er. Bei der Roll- und der Yaw-Achse erhalten wir beim 1240er eine auch absolut
außergewöhnlich gute Beweglichkeit und Drehfreude. Der Flügel erinnert hier ein wenig an den Fanatic Carve. Ein Flügel, der auch halt mit einer nicht zu hohen Geschwindigkeit halt dichter am Face gefahren in der Welle hier exzellente Leistungen vollbringen kann. Und genauso verhält sich es auch mit der X-Series MK2. Die ist von ihrer Drehfreude auf beiden Achsen exzellent und das Ganze mit einem 100%ig einfachen Feedback. Man weiß ganz genau, wie weit man in die Neigung gehen kann und hat hier wirklich immer jederzeit volle Sicherheit. Der 1650er gibt dem Fahrer oder der Fahrerin die gleiche Sicherheit in den Manövern, nur dass er insgesamt nicht ganz so spielerisch wirkt, aber das ist halt auch natürlich gemessen an der größeren Fläche, ist das natürlich auch ganz normal. Die Cabrina X-Series MK2 ist schnell genug, um gute Sprungeigenschaften abrufen zu können. Gerade in dem Bereich des Einsteigers hier oder dem Sprungnovizen ist diese Verlässlichkeit und Genauigkeit und das leichte Wiederaufsteigen wirklich eine wahre Freude. Derjenige, der es natürlich sehr gut kann, wird im reinen Freestyle sich ebenfalls erfreuen über diese wirklich absolut butterweichen Landungen mit einer absolut sofortig wieder anliegenden Strömung. Und genauso leicht fällt auch der Einstieg, wenn man sich hier für die Welle interessiert. Der Flügel ist nämlich absolut frei auf der Pitch, auch wenn er genug Feedback liefert, aber er fängt auch nicht in steileren Sequenzen jetzt übermäßig an zu drücken. Man kann ihn wirklich ganz leicht mit einem kontrollierten Vorfußdruck jederzeit in die richtige Neigung bringen und der signalisiert einem immer ganz genau, okay, das ist hier der richtige Winkel, damit läuft das Ganze hier wie Butter. Bei der Geschwindigkeit und beim Glide müssen wir natürlich halt aufgrund der Form Abzüge machen, weil dieses Modell natürlich halt deutlich gedrungener ist von seiner Form. Da kann man einfach auch bei der Dicke jetzt nicht diesen immensen Glide erwarten. Nutzt man den Flügel allerdings so, wie er gedacht ist, also nutzt man seine Drehfreudigkeit und bleibt hier etwas dichter am Face der Welle oder an der Schulter, so reicht der Glide halt hier jederzeit aus, um sehr lange und flüssige Runs zu genießen. Es ist ganz klar hier eine Frage des Stils, ob der Fahrer oder die Fahrerin je nach unterschiedlichem Stil sich zu dem einen oder anderen hingezogen fühlt. Klar, die gestreckten Flügel gleiten länger, das wird eher vom Stil her ein Longboard-Style und wenn man insgesamt ein wenig vertikaler fahren möchte, ist die X-Series hier wirklich sehr, sehr gut geeignet. Und ein weiterer Punkt ist, der den Flügel sehr angenehm in diesem Bereich macht, ist, wie gut er auf eine leichte Pumpbewegung anspricht und dabei jederzeit bereit ist, ausreichend zu beschleunigen. So lassen sich dann natürlich auch Wellenbedingungen mit sehr kurzen Sequenzen optimal miteinander connecten. Für uns ist die Cabrina X-Series MK2 eines der besten Foils momentan am Markt. Und das halt für einen wirklich wahnsinnig großen Fahrkönnenbereich. Hier wird der absolute Einsteiger niemals überfordert aufgrund des sanften und wirklich sehr frühen Aufstiegsvermögens und einer vollständigen Neutralität in seinen Achsen. Das stellt sich auch schon ein, wenn man das Set mit dem Aluminiummast wählt. Man merkt halt in der Performance, gerade wenn man jetzt den 1650er nimmt, dass das Aufstellen aus der Rolle beim 1650er ausnahmslos in Kombination mit dem Aluminiummast ein klitzekleines bisschen schwerer fällt als bei dem Carbonmast. Das liegt an der doch nicht unerheblichen Tiefe des Mastes und hat gerade der Carbonmast mit seinem Tapering und seinem etwas dünneren Profil doch spürbare Vorteile. Aber das Ganze geht natürlich auch gleich einher mit einem auch nicht unerheblichen Preisanstieg. Insgesamt liegt hier das komplette Set inklusive Aluminiummast je nach Größe bei ungefähr 2000 Euro,
was angesichts halt einer wirklich extrem hochwertigen und absolut sauberen Verarbeitung ein gerechtfertigter Preis ist. Leistungsmäßig konnten wir haben wirklich eine ganze Weile gesucht, echt keine Abzüge finden. Wie gesagt, eine H-Series MK2 ist natürlich insgesamt schneller und hat mal deutlich mehr Gleit, aber in puncto Verlässlichkeit, Stabilität der Achsen, absolute Ausgereiftheit, völlige Nervositätsfreiheit eines Flügels, das ist wirklich selten zu finden und das begeistert natürlich halt auch vom Einsteiger bis hin zum absoluten Profi sicherlich einige unter den Wingfoilern. Insgesamt, ihr konntet es natürlich jetzt im Test hören, waren wir wirklich durchweg begeistert und für uns gehört das Modell hier definitiv durchweg mit 5 Sternchen belegt in puncto Drehfreude, Kontrolle, Verlässlichkeit. Einfach top.